Herzlich willkommen zum zweiten Video des Moduls über Blockchain und digitale Vermögenswerte. Ich bin Remo Wissmann, Senior Kundenberater im Team Private Banking Schweiz. Es freut mich sehr, Sie durch dieses Video führen zu dürfen. Sie wissen nun, was eine Blockchain ist, wie sie funktioniert und wie sie durch Smart Contracts programmierbar ist. In diesem Video tauchen wir weiter in die Welt der digitalen Vermögenswerte ein und gehen konkret auf die verschiedenen Arten von Coins und Tokens ein. Was ist ein Coin? Was ist ein Token? Was sind die Unterschiede zwischen Security Tokens, Utility Tokens und Payment Tokens? Welche Relevanz haben Stablecoins für digitale Vermögenswerte? Zu Beginn dieses Videos sollten die Unterschiede zwischen Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten aufgezeigt werden. Kryptowährungen gehören zu einer Unterkategorie der digitalen Vermögenswerte und können als Tauschmittel interpretiert werden. Sie sind sozusagen als Währung angedacht. Digitale Vermögenswerte hingegen repräsentieren eine übergeordnete Kategorie und fassen alle Vermögenswerte zusammen, welche digital und auf der Blockchain-Technologie basieren. Sie sehen also, Blockchain und Co. sind viel mehr als nur Krypto. Sehr viele Personen gehen immer noch davon aus, dass Blockchain und Krypto das alleinige Ziel verfolgen, Fiat-Währungen, also zum Beispiel Schweizer Franken und US-Dollar, abzulösen. Aber dem ist nicht so. Dieses digitale Ökosystem geht noch viel weiter und es werden vielfältige Anwendungsbereiche angegangen. Vom Lieferketten-Tracking über Datentransfer bis hin zu Gaming-Infrastrukturen, dem Gesundheitswesen und CBDCs, den Central Bank Digital Currencies. In der Welt der digitalen Vermögenswerte wird mit vielen Fachbegriffen gearbeitet. Die bekanntesten Fachwörter sind Coin und Token. Streng genommen unterscheiden sich diese Terminologien. Sie überschneiden sich aber in einigen Punkten, sodass diese beiden Begriffe seit einigen Jahren als Synonyme verwendet werden. Grundsätzlich ist ein Coin eine Münze bzw. ein Zahlungsmittel, welche die Hauptwährung einer eigenen Blockchain und somit auf keine anderen Blockchain-Protokolle angewiesen ist. Tokens hingegen bieten eine breitere Funktionalität und können auf anderen Blockchains als der ursprünglichen herausgegeben werden. Ether beispielsweise ist der Coin der Ethereum-Blockchain, Link hingegen ist ein Token, welcher auf der Ethereum-Blockchain basiert, seinen Ursprung aber im Chainlink-Netzwerk hat und dort für die Nutzung des Netzwerks verwendet wird. Kryptowährungen gehören zu einer Unterkategorie der digitalen Vermögenswerte. Digitale Vermögenswerte fassen alle Vermögenswerte zusammen, welche digital sind und auf der Blockchain-Technologie basieren. Ein Coin arbeitet mit einer eigenen Blockchain und dient meist zu Zahlungszwecken. Ein Token hingegen bietet eine breitere Funktionalität und kann die gleiche Technologie wie eine andere Blockchain aufweisen. Eine weitere Unterscheidung kann nach der Nutzung des Tokens vorgenommen werden. Allgemein ausgedrückt stellen Tokens digitale Vermögenswerte dar, welche einen bestimmten Gegenwert abbilden. Die Natur des Tokens ist nicht nur für den Investitionsentscheid, sondern auch für die verschiedenen Regulationen von Bedeutung. Wichtig ist zu wissen, die Kategorien verschmelzen sehr oft und es kann durchaus sein, dass ein Token mehreren Arten und somit Kategorien zugeordnet werden kann. Beginnen wir mit der wohl bekanntesten Art, den Payment Tokens. Das kennzeichnende Merkmal eines Payment Tokens ist jenes der Eignung als Zahlungsmittel. Sie haben somit geldähnliche Merkmale und sind vergleichbar mit dem Schweizer Franken oder US-Dollar. Sie stellen folglich eine dezentrale Alternative zum zentralen Finanzsystem dar und sind als Währung zur Bezahlung von Leistungen gedacht. Jene Tokens, welche von den Regulatoren als Payment Tokens eingestuft werden, sind buchhalterisch und steuerlich wie eine Fiat-Währung zu behandeln. Die zweite Tokenart,
welche wir Ihnen vorstellen, sind die Utility Tokens. Utility Tokens sind Nutzungs- oder Verwendungstokens. Das heißt, sie sind an einen bestimmten Nutzen gebunden. Wenn Sie einen Utility Token im Portfolio halten, dann haben Sie meist das Recht auf die Nutzung der darunterliegenden Blockchain, jedoch nicht auf eine Gewinn- oder Unternehmensbeteiligung. Utility Tokens werden daher oft mit einer Mitgliedschaft an einem bestimmten Projekt oder Netzwerk verglichen und ermöglichen es, gewisse Leistungen in Anspruch zu nehmen. Neben der Nutzung kann dies auch eine Mitbestimmung bei der Weiterentwicklung der darunterliegenden Blockchain beinhalten. Aber Achtung! Utility Tokens sind nicht geregelt, sodass die Rechte und Ansprüche der Anleger im Konkursfall nicht geschützt sind. Die dritte wichtige Kategorie markieren die Security Tokens. Diese sind vergleichbar mit einem Wertpapier. Der einzige Unterschied: sie sind digital und können aufgrund dessen einfach und schnell transferiert werden. Im Gegensatz zum Utility Token repräsentieren Security Tokens einen Anspruch auf reale Vermögenswerte, welche digital abgebildet werden. Sie berechtigen die Besitzer beispielsweise zum Erhalt zukünftiger Einnahmen durch die Verkäufe eines tokenisierten Gemäldes oder einer tokenisierten Immobilie. Security Tokens werden im Rahmen eines Security Token Offering, kurz STO, emittiert. Eine spezielle Untergruppe der Security Tokens repräsentieren die Equity Tokens. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie Eigentumsrechte an einem Unternehmen inklusive einer möglichen Gewinnausschüttung beinhalten. Sie sind somit das digitale Äquivalent einer Aktie oder eines Stammanteils. Digitale Vermögenswerte können auch anhand ihres Inflationsgrades unterschieden werden. Der Inflationsgrad befasst sich mit der zugrunde liegenden wirtschaftlichen Struktur. Wir unterscheiden dabei zwischen deflationären Vermögenswerten, inflationären Vermögenswerten sowie den sogenannten Stablecoins. Eine deflationäre Kryptowährung ist ein Coin mit einer fixierten Gesamtmenge. Will heißen, es können nie mehr als eine bestimmte Anzahl von Coins geschaffen werden. Die Obergrenze ist in diesem Fall im Code der Blockchain hinterlegt. Das wohl bekannteste Beispiel für eine deflationäre Kryptowährung ist Bitcoin. Über 90% aller je verfügbaren Bitcoins sind bereits geschürft. Inflationäre Kryptowährungen hingegen besitzen keine maximale Gesamtzahl an Coins und stehen somit vor der Problematik, dass zukünftig beliebig viele Coins geschürft werden könnten. Die Verwendung des Konjunktivs ist bewusst gewählt, da nicht zwingend neue Coins in den Umlauf gelangen. Die Community bzw. Miner und Validatoren bestimmen gemeinsam, wie sich die Geldpolitik des Projekts entwickeln soll. Stablecoins sind Kryptowährungen, welche an Fiat-Währungen oder andere klassische Anlagen gebunden sind. Beispielsweise bildet der Stablecoin Tether, kurz USDT, den Dollarkurs 1:1 ab und verhält sich somit hinsichtlich des inflationären Aspekts identisch. Im Krypto-Ökosystem wird hauptsächlich zwischen Payment Tokens, Utility Tokens, Security Tokens und Equity Tokens unterschieden. Coins werden zusätzlich nach ihrem Inflationsgrad unterschieden und sind entweder deflationär oder inflationär aufgebaut. Stablecoins sind Kryptowährungen, welche durch eine aktive Geldpolitik an eine nationale Währung, meist den US-Dollar, geknüpft werden. Zum Abschluss dieses Videos noch ein kleines Fragespiel.
Coin und Token, was stimmt? A. Coins bieten eine breitere Funktionalität als Tokens. B. Ein Token ist die Hauptwährung einer eigenen Blockchain. C. Tokens basieren auf einer anderen Blockchain, haben ihren Ursprung jedoch in einem eigenen Netzwerk. Korrekt ist Antwort C. Coins sind Münzen einer eigenen Blockchain und somit auf keine anderen Blockchain-Protokolle angewiesen. Tokens hingegen bieten eine breitere Funktionalität und können auf anderen Blockchains als der ursprünglichen herausgegeben werden. Was sind Utility Tokens? A. Tokens, welche einen Vermögenswert repräsentieren und mit einem Wertpapier vergleichbar sind. B. Tokens, welche an einen bestimmten Nutzen in einem Netzwerk gebunden sind. C. Tokens, welche geldähnliche Merkmale haben und meist als Zahlungsmittel genutzt werden. Korrekt ist Antwort B. Utility Tokens sind Nutzungs- oder Verwendungstokens, das heißt, sie sind an einen bestimmten Nutzen gebunden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit im zweiten Video Modul 1. Im nächsten Video begeben wir uns gemeinsam auf eine Reise durch das Blockchain-Universum und stellen Ihnen verschiedene Anwendungsbereiche vor. Wir freuen uns, Sie auch im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen.